Leute, es geht endlich weiter am 190er Projekt. Wir haben letzte Woche die Karosse vom Lackierer abgeholt. Wir haben uns extra einen geschlossenen Trailer. Einen geschlossenen Trailer haben wir uns gemietet, damit halt, ja, weil die streuen bei uns extrem viel Salz und wenn er mal rausguckt, also es liegt auch schön viel Schnee bei uns. Und damit halt die frisch lackierte Karosse kein Salz abkriegt, haben wir uns den gemietet und so schaut es jetzt aktuell aus. Also ihr könnt gerne mal reingucken. Wir haben uns ja dafür entschieden, dass wir den von innen auch rauslackieren. Da ist er halt auch blau-schwarz geworden, halt bloß matt, ist kein Klarlack drüber. So schaut der jetzt aktuell aus, also ziemlich zerpflückt. Und ich wollte euch noch was sagen, kommt da noch mal vor, zum Motorraum. Weil ja viele gefragt haben, warum habt ihr den Motorraum nicht auch gleich rauslackiert? Ja, hätten wir machen können, aber ich habe aktuell auch keinen neuen Motor und wir haben uns halt einfach dafür entschieden, das kann ja jeder machen, so wie er möchte. Wir machen erstmal halt das komplette Auto fertig und wenn ich irgendwann mich mal entschieden habe, was für ein Motor überhaupt rein soll und wenn der dann mal da ist, bauen wir den halt selber raus und spritzen den selber raus. Das kann aber jeder machen, wie er das für richtig hält. Und beim E36 ist der Motorraum auch noch Arktis Silber, also wir stressen uns da jetzt nicht rein. Ja, wie ihr sehen könnt, die nächsten Anbauteile sind jetzt auch vom Lackierer da und ja, ich würde jetzt nicht lange reden wollen, denn das Auto soll, also ich hätte es gerne bis zum Mai fertig, das wäre sehr schön, aber mal gucken. Schaut euch mal an, was der E46 M3 jetzt für einen krassen Spoiler drauf hat. Das ist jetzt E46 M3 Evo 2 Glas. Fast and the Furious, ja. Teil 16. Ist was anderes, aber irgendwie hat's was, aber irgendwie sieht es auch ein bisschen freaky aus. Was hat's denn? Also von hier schaut schon ein bisschen, könnte dazu passen, aber nein, ja. Was ich euch noch zeigen wollte, Fix, bevor es jetzt losgeht. Ich habe ja aus einem Shop, weil es die ja nicht mehr zu kaufen gab und die beim 190er sehr gerne weggammeln. Also wir hatten ja selber schon 290er, bei denen waren sie alle beide weg. Hier ist noch ein Stückchen vorhanden. Das ist der Halter für Stoßstange und Kotflügel. Den werden wir auf jeden Fall heute auch noch dran machen und fangen dann halt jetzt so langsam an, das Auto wieder zusammenzubauen. Und ich würde sagen, reden wir nicht so lange rum und fangen sofort an. Weiter geht's am 190er. Wir haben gestern schon geschafft, so das Heck etwas zusammenzubauen. Ich finde, es schaut jetzt schon richtig geil aus. Also war echt eine mega gute Entscheidung, ihn in blau-schwarz zu lackieren. Was euch jetzt vielleicht auffällt, die Heckklappe schließt jetzt noch nicht richtig, da fehlt noch die Dichtung und das Schloss. Aber jetzt schon mal so vom Heck, schaut schon geil aus. Ich meine, wenn der Flügel noch drauf ist, dann ist natürlich... Dann ist richtig Weltuntergang, aber so gefällt es mir schon richtig, richtig gut. Also ich freue mich schon mega, wenn das Auto endlich zusammengebaut ist. Kann jetzt noch nicht sagen, was wir in dem Video alles schaffen, aber das werden wir sehen, wie weit wir kommen. Was wir auf jeden Fall jetzt noch machen, ist gerade so die Stellen, wo, also Max hat auf der anderen Seite, glaube ich, das war deine Arbeit, glaube ich, was du noch gemacht hattest und dann ging er ja zu mir. Und wie wir ja sehen können, hier ist jetzt nichts drauf, wo gerade die Bleche überlappen und das wollen wir jetzt auf jeden Fall noch verkitten, dass da keine Feuchtigkeit reinkommt und dass ich nicht nochmal das Problem mit dem Rost habe. Deswegen machen wir das jetzt ordentlich schick, dass wir dann die Schweller dran machen können. Und keine Angst, wenn wir dann fertig sind mit dem Auto, gehen wir dann zum Jörg und der fettet uns das Auto nochmal richtig ein. Denn der hat nämlich perfekte Gerätschaften und geht dann durch die Löcher durch. Und dann hatte der ja so wie so eine kleine Düse, die wirklich in alle Richtungen sprüht, damit das wirklich in jede Ritze reinkommt, das Fett, dass mir das Auto nicht nochmal wegrostet. Ja, hier liegen die anderen Teile. Hier ist mein Liebling von dem Kit. Ich liebe den Spoiler einfach übelst. Viele finden das zu krass. Ich finde es mega geil.
Stoßstange werde ich auch noch zusammenbauen. Neue Frontscheibe kam auch schon. Ich glaube aber nicht, dass wir das jetzt in dem Video mitmachen. Wir machen das jetzt immer so peu à peu, weil ihr euch ja gewünscht habt, dass wir euch bei dem kompletten Projekt immer mitnehmen. Machen wir das natürlich. Und ja, jetzt fangen wir an, das zu verkitten und dann sehen wir uns gleich nochmal. Schön ist es nicht. Aber selten. So, ich wollte euch jetzt mal zeigen, ja, auf welchem Standpunkt wir sind. Wir haben jetzt die Kurbelflügel dran geschraubt, Motorhaube ist drauf, jetzt fehlen natürlich noch Scheinwerfer und der Grill. Die Stoßstange ist auch schon dran, die ist aber jetzt noch nicht komplett zusammengeschraubt, denn da fehlt uns noch was, wie jetzt an ein paar anderen kleinen Stellen auch, deswegen können wir jetzt gerade auch nicht weitermachen. Und der Kit ist nämlich auch noch nicht trocken, das dauert auch noch ein bisschen und bevor der nicht trocken ist, können wir auch die Schweller noch nicht dran machen, denn wir wollen selber dann noch mal ein bisschen, ja, Hohlraumkonservierung drüber spritzen, gerade so vielleicht an die Stellen, wo der Jörg dann vielleicht nicht dran kommt. Und das wollen wir dann machen, wenn der Kit auf jeden Fall trocken ist. Und jetzt schaut es euch an. Ich finde, dass der Spoiler, der ist einfach geil. Ich finde, das ist einfach das Geilste an dem Auto. Ich habe schon von vielen gesagt bekommen, das ist doch ein bisschen zu viel. Nein, das ist richtig, das ist passend. Perfekt. Den haben wir jetzt auch noch nicht richtig draufgeschraubt, denn das Auto wird ja nochmal komplett foliert. Also der sieht dann nicht mehr so aus, wie er jetzt aussah, weil ja schon ein paar gesagt haben, oh, schwarz ist ein bisschen langweilig. Glaubt mir, wenn die Folie drauf ist, ihr erkennt das Auto nicht wieder, das wird was komplett anderes. Es ist dann, glaube ich, auch kein Schwarz mehr dabei. Also es ist anders. Ist was anderes, aber ich verrate da jetzt nicht mehr. Ist kein Schwarz mehr dabei, da hast du aber schon viel verraten jetzt. Ich glaube, ein bisschen Schwarz ist dabei, aber das ist mehr so ein bisschen was anderes. Ja, ich will da nicht so viel verraten, aber auf jeden Fall, so wie er jetzt schon dasteht und ich finde es einfach geil, wenn das Kit dann dran ist und wenn das Auto fertig dasteht. Ich meine, klar, jetzt... Was denn? Ich wollte einen Gesichtsausdruck filmen, wie du dich die ganze Zeit freust. Ist ja auch geil. Ich meine, klar, wenn du jetzt hier am Zusammenbauen bist, Teile nicht findest, Sachen, die sich verzogen haben, wieder versuchst irgendwie dran zu quetschen, wird wahrscheinlich jeder kennen, das ärgert jeden dann ein bisschen, schmeißt Teile durch die Werkstatt und denkst ja, warum habe ich die Scheiße überhaupt angefangen und warum tut man sich den Mist eigentlich überhaupt an? Aber Max hasst mich schon die ganze Zeit, weil der ist ja mehr so BMW-Freund. Heute ist ein bisschen E46 M3-lastig wieder hier. Und ja, das ist das einzige Auto, was halt so ein bisschen aus der Reihe tanzt, aber ich habe das Projekt jetzt angefangen, ich finde das Projekt mega geil und ich ziehe es. Nee, jetzt hör mal auf, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Ich zieh's schon, bis es fertig ist. Ja, kannst ja jetzt nicht so stehen lassen, wäre ja blöd. Wundert euch jetzt nicht, dass der Innenraum immer noch so aussieht, wie er vorher aussah. Der sieht immer noch ziemlich zerpflückt aus und dient gerade mehr so als Teilelager, denn ich besetze aktuell von Max einen Arbeitsplatz und wir haben jetzt versucht, die ganzen Teile so gut wie möglich erstmal dran zu bauen und die jetzt halt noch nicht dran können, weil vorher die Schweller dran müssen, habe ich die jetzt erstmal im Auto gelagert und ich habe auf jeden Fall Bock auf den Käfig. Ja, das wäre es eigentlich soweit heute. Mehr können wir leider nicht dran machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall die nächsten 3 Wochen immer so Step by Step für euch mitfilmen, dass ihr beim nächsten Mal eigentlich schon, denke ich, vielleicht schon das komplette Auto zusammengebaut seht, dass wir jetzt nicht immer nur so Bröckchen euch hinwerfen.
Ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen zum Projekt habt, schreibt mir das gerne wieder in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!